Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es nochmal um das Footprint Hacking Knife. Hier seht ihr einen alten Feuerwehrgürtel und Lochbänder und ein paar Lederreste. Ich habe einige Modifikationen am Messer vorgenommen. Wenn euch das interessiert, bleibt bitte dran. Damit ihr wisst, um was es sich letztendlich dreht, spiele ich euch nochmal eine kurze Szene aus dem letzten Video ein. Die kommt jetzt. Ich sag's mal so, die Griffe sind sowieso relativ unbequem und auch zu klein. Also kann man nur sagen, dieses Messer schreit förmlich nach einer Veränderung. Das Messer ist somit das optimale Modifikationsobjekt. Ich möchte aber neue Griffe dran, eine Lederscheide und man hat wirklich ein Messer, das kaum jemand hat. Das muss man auch mal so sehen. Stimmt, das muss man auch mal so sehen und so habe ich das dann auch gesehen. Ich wollte den traditionellen Look beibehalten. Das sind jetzt ebenfalls Ledergriffe. Was da so klappert, zeige ich euch gleich noch. Das war ein alter Feuerwehrgürtel. Das ist 5 mm dickes Leder. Also das ist schon gar nicht so schlecht. Dann habe ich zufällig festgestellt, dass bei den Lochbändern, die ich zu Hause habe, der Lochabstand genau stimmt. Also ich habe eine Schraube bzw. eine Niete ausgelassen, weil mir das mit den 2 Schrauben besser gefallen hat. Ich habe quasi dann einfach so ein Lochband genommen, das auf die richtige Länge für mich gebogen. Habe jetzt auch den Vorteil, dass ich hinten ein Lanyard Hole habe. Da habe ich einfach ein Lederband genommen und so eine, ja, was ist das? Das war so ein altes Rohr, das habe ich einfach durchgesägt zum Verstellen. Also das funktioniert recht gut. Hier habe ich einfach eine Metallkugel rein. Das ist auch das, was so klappert. Letztendlich soll das dem Ganzen nur Stabilität geben. Auf diese Weise es zu verbiegen ist eigentlich, da muss man glaube ich echt mit dem Hammer draufhauen, sonst funktioniert das überhaupt nicht. Also der Griff ist wirklich ultra stabil, da gibt es überhaupt nichts. Ich bin ganz glücklich mit der Arbeit. Die Schrauben habe ich etwas vertieft im Leder, ich habe das ein bisschen ausgefräst. Ja, wie gesagt, auch der Fingerguard mit dem kleinen Lochband funktioniert wirklich gut. Ja, ich bin soweit zufrieden. Und dann habe ich noch eine Sache gemacht, das zeige ich euch mal kurz. Und zwar das hier. Das ist meine alte Kydex-Presse. Die habe ich sonst immer nur für die Herstellung von Messerscheiden aus Schallplatten verwendet, da mir Kydex etwas zu teuer war. Diesmal habe ich sie benutzt, um die Lederscheide, die ich hergestellt habe, an das Footprint Hacking Knife anzupassen. Auf diesem Weg auch vielen Dank an den Philipp vom Kanal Holzmich, der hat neulich eine Messerserie gedreht, unter anderem auch, wie man Messerscheiden selbst herstellt. Ich verlinke euch das Video mal hier. Danke Philipp. Ich muss dazu sagen, dass ich mich nur sehr grob an dem Video orientiert habe, weil ich mal wieder komplett unstrukturiert war. Ich habe irgendwann komplett Freestyle gearbeitet und naja, es hat trotzdem funktioniert. Der Weg ist das Ziel. Ja, wie man sieht, hält wirklich gut, ist schön angepasst. Ich kann nicht meckern. Ja, hier habe ich noch so eine kleine Lasche dran gemacht fürs Feuerstahl. Dachte mir, das kann man mal machen. Unten dachte ich mir ursprünglich, das ist vielleicht ganz gut, um das Messer am Bein zu befestigen, aber dazu ist das Messer einfach zu kurz. Jetzt kann man da irgendwas anderes dranhängen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hier, das ist kein Leder, sondern das ist Gummi. Zum einen könnte man das Messer noch besser in der Scheide befestigen damit. Zum anderen war der Gedanke, dass ich das hier durch das kleine Loch am Guard durchziehen kann. Und dann spanne ich das so über die Hand und kann das hier unten nochmal befestigen. Also ich kann das hier durchziehen, dann ist das Messer wirklich sehr sicher in der Hand, dann kann es auch gar nicht mehr abrutschen, also es kann dann überhaupt nichts mehr passieren, wenn man mal wirklich gröber zur Sache geht. Dieses Konzept gibt es schon, ich habe das einfach von anderen Messern übernommen. Ja, ich fand, das ist eine ganz schöne Idee. Wie man auch sieht, habe ich hier noch die Klinge bzw. eigentlich das ganze Messer grüniert, damit es ein bisschen Schutz gegen Rost hat, wobei das in Zukunft jetzt nicht das größte Problem ist. Ich kann diese Griffschalen locker abnehmen. Ja, ich bin insgesamt sehr zufrieden mit der Arbeit. Hat alles schön hingehauen. Die Lederscheide ist gut geworden. Der Griff ist wirklich bequem, denkt man gar nicht. Das ist wirklich auch schön fest, aber es ist dennoch, es passt sich gut der Hand an. Also ich bin gespannt, wie das Messer dann im Laufe der Zeit
dann aussieht. Ich denke, da kommt noch jede Menge Patina drauf. Ja, schöne Sache. Ich bin sehr zufrieden. Das ist jetzt mal eine Variante, wie man dieses Messer modifizieren kann. Letztendlich kann jeder seinen eigenen Weg wählen. Ja, okay, dann war es das auch schon. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Eure Carlsberg Bank.